Hallo liebe Freunde, Jura aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Danke für das Mitmachen, danke, dass ihr wieder dabei seid. In diesem neuen Video am Montag möchte ich die Nachrichten aus Russland gerne vorstellen, die in der vergangenen Woche, Kalenderwoche 27, stattgefunden haben. Ich schlage vor, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Dann bekommt ihr die volle Vorstellung davon, wie das Russland momentan lebt. Also bleibt bitte dran, los geht's. Der russische Automarkt steckt in der Krise. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 sind die Neuwagenverkäufe laut dem russischen Industrieministerium um satte 28% eingebrochen, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Gerade mal etwas über 600.000 Fahrzeuge wurden verkauft. Zum Vergleich: 2024 waren es noch über 840.000. Das heißt, der Markt ist innerhalb eines Jahres um fast 240.000 Autos geschrumpft. Besonders betroffen der Pkw-Bereich, minus 26%. Rund 526.000 Autos wurden in 6 Monaten verkauft. Leichte Nutzfahrzeuge, Rückgang um 19%. Und bei Lkw und Bussen sieht es noch düsterer aus. Da brach der Absatz sogar um 54% ein. Und Besserung ist nicht in Sicht. Experten erwarten auch für die zweite Jahreshälfte keinen Aufschwung. Im Gegenteil, je nach Fahrzeugklasse könnten die Gesamtverluste bis Jahresende zwischen 10 und 25% liegen. Der Verband der europäischen Unternehmen warnt: Der russische Markt könnte 2025 auf das Niveau von vor 9 Jahren zurückfallen. Die Gründe? Höhere Recyclinggebühren, eine straffe Geldpolitik der Zentralbank und natürlich, Autos werden einfach immer teurer. Alkohol in Russland. In Russland wird wieder über Alkoholverbote gesprochen, genauer gesagt über strengere Altersgrenzen. Die Senatorin Marina Siduchina will den Verkauf von Alkohol an unter 21-Jährige verbieten. Der Gesetzentwurf liegt bereits in der Staatsduma. Warum das Ganze? Laut ihr schadet Alkohol nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Persönlichkeit. Er macht Menschen kaputt, stört Beziehungen und hindert junge Leute daran, sich voll zu entfalten. Besonders gefährlich sei der Alkohol für das Gehirn. Denn laut Studien des Gesundheitsministeriums ist unser Gehirn erst mit etwa 21 vollständig ausgereift. Und genau da könne Alkohol großen Schaden anrichten. Bis jetzt darf man in Russland ab 18 trinken. Versuche, das zu ändern, gab es schon öfters, aber durchgekommen ist bisher keiner. Und in manchen Regionen Russlands wird schon härter durchgegriffen. In der Region Wologda zum Beispiel gibt es Alkohol jetzt nur noch 2 Stunden am Tag, von 12 bis 14 Uhr und das auch nur unter der Woche. Ausländische Banken, die halten sich in Russland weiter zurück. Laut Zentralbankchefin Elvira Nabiulina gibt es bislang keine offiziellen Anfragen von internationalen Banken, die zurück auf den russischen Markt wollen. Viele von ihnen seien zwar noch da, aber mit stark reduzierter Aktivität. Ihr Fazit? Die Frage ist nicht, ob sie zurückkehren, sondern wie aktiv sie überhaupt sein wollen. Bereits im April hatte sie gesagt, von Interesse oder Rückkehrplänen ausländischer Finanzfirmen ist bei der russischen Zentralbank bisher nichts zu sehen. Ganz anders klingt das von Präsident Putin. Ende Juni meinte er, dass US-Unternehmen deutlich signalisiert hätten, sie würden gern wieder in Russland mitmischen und Russland hätte da nichts dagegen. Im Gegenteil. Migranten in Russland. Russland will bei der Migration härter durchgreifen. Der Regierungschef der Krim, Sergei Aksionow, schlägt vor, Migranten sollen künftig nicht mehr ihre Familien nach Russland holen dürfen. Das ist Teil eines neuen Gesetzpakets, das gerade in der Staatsduma vorbereitet wird. Die Vorschläge hat Aksionow gemeinsam mit dem Innenministerium und Abgeordneten ausgearbeitet und nicht nur das.
Auch die Einbürgerung per Arbeitsvisum soll künftig nicht mehr möglich sein. Aksionow macht klar, Migration ist für ihn ein Thema der nationalen Sicherheit und unsere Toleranz, Spielchen und Untätigkeit werden heute als Schwäche angesehen, schrieb er wörtlich in seinem Blog. Die russische Armee wächst, und zwar rasant. In den ersten 6 Monaten des Jahres 2025 haben über 210.000 Menschen einen Vertrag mit den Streitkräften unterzeichnet. Diese Zahl nannte Dmitri Medvedev, Vizechef des russischen Sicherheitsrats, in seinem Telegram-Kanal. Und auch bei den Freiwilligen tut sich etwas. Mehr als 18.000 Personen haben sich seit Jahresbeginn für den Dienst in Spezialeinheiten gemeldet. Medvedev lobt das Tempo bei der Rekrutierung und bedankt sich bei allen, die an diesem Erfolg mitarbeiten. Für ihn steht fest, wer sich heute für den Armeedienst entscheidet, zeigt vor allem eines: Patriotismus und Entschlossenheit. Feuer auf Datscha. Achtung, liebe Gartenfreunde! Wer auf seinem Grundstück ein Feuer falsch entfacht, riskiert richtig Ärger. Die Juristin Anastasia Belalova warnt. Falsch gemachtes Lagerfeuer kann nicht nur Geld kosten. Im schlimmsten Fall landet man sogar vor Gericht. Wer einfach nur gegen Brandschutz verstößt, zahlt zwischen 5.000 und 15.000 Rubel. Aber wenn es brennt und dabei gehen Sachen kaputt oder Menschen werden verletzt, dann wird es teuer, bis zu 50.000 Rubel. Und wenn durch Fahrlässigkeit sogar jemand ums Leben kommt, dann drohen bis zu 2 Jahre Haft. Bei mehreren Opfern bis zu 4. Auch wenn nur fremdes Eigentum beschädigt wurde, bis zu 120.000 Rubel Strafe und sogar Gefängnis sind drin. Kurz gesagt, Lagerfeuer ja, aber mit Köpfchen. Gefährliche Patienten. Ab März gilt in Russland ein neues Gesetz. Wenn Ärzte glauben, dass ein Patient für andere gefährlich sein könnte, müssen sie das der Polizei melden. Klingt erstmal hart? Laut Abgeordnetem Leonid Ogul geht es aber nur um Menschen mit schweren, lang anhaltenden psychischen Störungen, bei denen echte Risiken bestehen. Aber keine Sorge, es betrifft nicht jeden mit einer psychischen Diagnose. Nur wenn Fachärzte sagen: Achtung, hier könnte es brenzlig werden. In solchen Fällen wird der Patient engmaschig vom psychiatrischen Dienst überwacht, damit man im Notfall schnell handeln kann. Und wichtig dabei, es gibt klare Kriterien vom Gesundheitsministerium, kein Spielraum für Willkür. Das Ziel: mehr Sicherheit für alle bei gleichzeitiger Achtung der Menschenwürde. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich hoffe, euch geht's soweit gut im Alltag. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald wieder in meinen neuen Videos. Bis dann. Tschüss.